Niesmann und Bischoff, einer der wohl hochwertigsten Hersteller von ganz Deutschland. Ja, wir sind auf dem Caravan-Salon in einer ganz besonderen Halle. Ich habe das Gefühl, alle, die hier ausstellen, sind so designmäßig ein bisschen drauf. Hier ist Philipp. Ich grüße dich, Philipp. Hallo Sven, grüß dich. Herzlich willkommen. Ja, hier steht er, der Flair 920. Er ist nagelneu. Er ist der absolute Hammer. Und es ist das noch ein Prototyp? Das sind tatsächlich noch 2 Prototypen, die wir hier ausstellen. Und die ersten Serienfahrzeuge gehen im Oktober dann in den Handel, ja. So ist es ja, hier vorne siehst du es. Ja, ihr seid quasi ein Hersteller, der nicht die mega großen Stückzahlen baut. Ihr baut ganz exklusiv. Ja, ihr seid in Polch. Ihr baut ungefähr wie viele Fahrzeuge? Ja, um die 800 circa aktuell, genau. Und so sind wir auch ausgelegt von der Produktion. Sind immer exklusive Fahrzeuge, wenn die auf die Straße kommen. Und sind da eine kleine Manufaktur. Ja, Flair 920. Ihr seid nicht ganz groß, ihr seid nicht ganz klein von den Fahrzeugen. Ihr seid so in der Mitte. Wenn man einen Niesmann fährt, dann hat man ganz oft natürlich es viel leichter, auf dem Campingplatz Kontakt zu knüpfen, weil einfach, ich sag mal so, die ganz großen Liner ja den Schatten ganz besonders groß wegnehmen. Eure Fahrzeuge können hoch sein, sie können aber auch sehr niedrig sein für die Klasse. Und das ist, glaube ich, gerade in so Orten wie Spanien, Italien besonders wichtig. Ja, genau. Wir haben 3 Baureihen und wir steigen ein mit dem Ice Move auf ab 7 Meter voll integriert. Und hier der neue Flair jetzt ist tatsächlich dann unser Flaggschiff mit 9,20 Meter Länge und 3,30 Meter Höhe auf dem Iveco Daily. Und das ist dann bei uns aber auch, was du gerade sagst, dann die Obergrenze. Gibt es natürlich da auch Anbieter, die dann noch darüber hinausgehen. Ja, das Ganze wirkt aber sehr, sehr kompakt. Es ist ein Fahrzeug unter 7,5 Tonnen. Das wird immer schwerer in der heutigen Zeit, da noch Nutzlast reinzukriegen. Was hat er denn jetzt hier für, sagen wir, eine Zuladung ungefähr? Und wir haben immer, sag mal, bei einer sehr guten Ausstattung, einer Volksausstattung, immer eine gute Tonne Zuladung. Das ist ja das Iveco-Chassis mit 7,5 Tonnen. Und So, hier sieht man das Doppelbodenkonzept, wahrscheinlich auch Fußbodenheizung von Alde ist mit drin. Ja, Fußbodenheizung serienmäßig an Bord, kombiniert mit, Warmwasserheizung wollte ich sagen, kombiniert mit Fußbodenheizung direkt und Zusatzheizungsmodulen für die Front. So, großer Gastank ist hier drin. Richtig. Das ist natürlich auch eine starke Besonderheit. Das ist eine Manufaktur, das bedeutet, jedes Fahrzeug wird im Fließband gebaut oder habt ihr so Stationen in Polch? Wir haben Stationen, wir haben auch eine Serienfertigung mit 23 Stationen und ein Band und 3 Baureihen. Ne? Also Ja, das hier sind die Klappen von außen, langlebig, die meisten fahren noch. Das kommt euch natürlich nicht so zugute, aber viele Niesmann-Kunden, die wollen natürlich auch mal was Neues sehen. Ihr habt sehr innovative Grundrisse. Ist das hier noch ein Standardgrundriss, würde man sagen, oder ist da innen drin schon eine große Innovation? Ihr habt zum Beispiel Mittenküchen, habe ich gefilmt. Ihr habt ganz viele Sachen, wo man Bäder ausziehen kann, viel Platz gewinnt und so. Ist das hier auch so bei dem? Ja, wir haben hier den Grundriss komplett neu überarbeitet. Wir haben einen besonders breiten Mittelgang. Wir arbeiten mit einem variablen Tisch. Wir haben eine eine voll integrierte Duschkabine, die wir mit Mineralwerkstoffboden. Und das Fahrzeug lebt jetzt besonders von geraden Möbelfronten mit viel Raumgefühl und edlen Oberflächen. Ja, jetzt mal eine Frage, ist der silber oder ist er grau? Das ist jetzt unser Eifelgrau, eine Sonderlackierung. Ist nicht silber, sondern grau. Also so wie es auch aus dem Pkw-Bereich auch ganz schick ist. Ne? Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, weil hier vorne sind so Fäden. Ja, genau, ihr habt einen echt einen super schicken Stand hier. Die Kunden, die zu euch kommen, das sind viele selbstständige Handwerker, aber auch ganz normale Leute, die dafür natürlich das ganze Jahr drin leben. Wenn man sieht, man kann viel Staumöglichkeiten, 1 Tonne mitnehmen, man kann ein Motorrad mitnehmen, man kann ein Auto ziehen, oder? Ein Auto ziehen, klar, der Iveco Daily besticht ja auch durch diese starke Anhängelast, die er mitziehen kann, bis zu 3,3 Tonnen, mit einer starren Anhängerkupplung sogar 3,5 Tonnen. Und ja, Pkw passt dann auch hinten dran, ja. Airline-Schienen. Hier ist ein Einzugssystem. Nee, es steht hier so drin. Das ist jetzt ein kleiner Roller, der reinkommt. Was darf denn die hier tragen, die Garage? Die Heckgaragenlast darf 500 Kilo tragen. Dann. 500 Kilo? Genau. Das heißt, auch die große BMW dürfte rein. Aber da bitte gucken auf Zuladung, Achslasten und so. Korrekt, das muss eingehalten werden. Und natürlich auch, ich sag mal, von der Länge her, von der Grundfläche her, von der Garage. Das ist Ja, hier ein Thema.
natürlich eine starke Besonderheit, die öffnet nach vorne, das heißt man hat Regenschutz, man hat auch einen kleinen Hub, aber wenn sie zur Seite öffnet, man braucht denselben Platz, oder? Ja, das stimmt. Ja. So hat jedes System Vor- und Nachteile. Wir haben uns für die Klappen entschieden, ist auch unanfällig bei Seitenwind und ist auch schick, wenn sie geschlossen sind, dann hat man so eine durchgehende Seitenschürze und im Grunde verbergen sich dann alle Klappen, Außenstauraumklappen innerhalb dieser unteren Seitenschürze. Es sieht halt schön aus, oder? Sieht gut aus, genau. Ja, das ist klasse. Ja, das Ganze hier wahrscheinlich Alu hier unten, oder? Ja, das sind Aluprofile, die quasi mit den Busklappen auch isoliert von innen. Und das gibt dann halt ein geschlossenes Bild, wenn man mit dem Fahrzeug fährt und hat nicht überall separat Löcher in der Seitenwand. Ein Schwerlastauszug für Euroboxen, das ist sehr praktisch. Das gibt es auf Werk bei euch? Ja, genau. Das sind jetzt so Auszüge. Wir haben ja bei dem neuen Flair auch den Doppelboden etwas sortiert und aufgeräumt und viel mehr Stauraum zugänglich gemacht. Und ja, diese Klappe ist halt mit dazugekommen mit diesem Auszug und ist natürlich, unsere Kunden lieben Stauräume. Und dieser Auszug ist auch bei uns werkseitig bestellbar. Ja, hier steht er, Flair 920, 2 Längsbetten mit drin, eine Face-to-Face-Sitzgruppe vorne, das kann ich zumindest mal sehen, du korrigierst mich, wenn es da ist. Seitenküche sieht so ganz normal aus, der Grundriss, aber die Details sind es, oder? Ganz genau, Face-to-Face ist halt sehr beliebt. Jetzt ist die Frage, was mache ich mit dem 3. und 4. Gurtplatz, wenn jemand mitfahren möchte. Das Besondere ist, dass die Sitzbank, diese Längssitzbank hinter Fahrer, die kann komplett quergestellt werden. Und dann hat man eine Sitzbank in Fahrtrichtung mit 2 Gurtplätzen. Das muss man sehen, glaube ich. Das ist ganz wichtig. Ja, ihr habt tolle Fachhändler. Das Ganze gibt es auch bei euch direkt im Werk zu kaufen eigentlich? Wir haben bei uns im Werk auch eine Ausstellung und sonst sind wir in ganz Deutschland in jeder Region mit tollen Fachhändlern vertreten. Und ja. So, das ist jetzt der große, das ist jetzt Iveco Daily. Die stehen im Prinzip bei euch alle auf Iveco Daily oder gibt es auch Fiat Ducato zum Beispiel bei euch? Ja, ich hatte gerade gesagt, wir haben 3 Baureihen und wir starten bei dem Ice Move auf Fiat Ducato mit Alco-Tiefrahmen bis 7,30 Meter und dann haben wir noch die Arto-Baureihe, auch auf Fiat Ducato, dann bis 8,80 Meter auf Tandemachse. So, das ist auch der Philipp. Ja, genau, das ist der Kollege, genau. Das ist wahrscheinlich hier auch die große Voraussetzung, wenn man eingestellt wird, dass man Philipp heißt, oder ist das Zufall? Zufall. Hier vorne ist Gas. Ihr habt die Gasflaschen mit drin. Wenn man die natürlich jetzt nicht braucht, darf man da was reinstellen, was Leichtes? Doch schon, auf jeden Fall. Wird auch oft so genutzt, kann man ja auch als Stauraum nutzen und als zusätzliche Gasquelle für Wintercamping, wenn man Umlegehahn, sag ich mal, dann kann man die Quelle selber auswählen. Wir haben auch schon Kunden gehabt, die da auch eine kompakte Waschmaschine reingebaut haben. So, wir sind einmal drumherum. Das ist quasi das technisch Machbare auf bis zu 7,5 Tonnen. 1 Tonne Zuladung. Die Länge nochmal vom Fahrzeug? 9,20 Meter, wie der Markenname verspricht, Flair 920. So, das ist die Aufbautür, sie hat kein Fenster, ganz schlicht. Wie ist die denn jetzt zu öffnen? Gibt es da auch die Möglichkeit, per Chip die zu öffnen? Oder ist das immer ein Schlüssel? Das ist per Funkfernbedienung. Ne? Wir haben eine Zentralverriegelung. Da verriegeln alle Stauraumklappen, auch die Schürzenklappen zu den Stauräumen, plus die Garagenklappen und die Aufbautür. Und man entriegelt natürlich auch mit der Zentralverriegelung, mit dem Original Iveco-Schlüssel. So, ich bin mal sehr gespannt. Wir gehen mal rein, dass wir das Ganze mal sehen. Denn das Fahrzeug ist unglaublich umlagert und es ist die absolute Neuheit hier natürlich auf der Messe. Hallo, du warst jetzt gerade drin. Ist es schön, das Fahrzeug? Ja, es ist super modern. Es ist etwas hotelmäßig und ich würde sagen, von den herkömmlichen Fahrzeugen ist es der erste Eindruck ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Kalt? Nein, kalt kann ich nicht sagen. Nicht? Nein, also schick. Es ist wirklich schick. Total schick. Es ist aber so, ich meine, die anderen, die haben so Holz drin. Ich sag mal, das kennt man alles so ähnlich. Hier Ja. gehst du rein, du fühlst dich wie in einer ganz großen Designer-Wohnung, oder? Das ist doch super, oder? Ist das super? Ja, Aber das da ist mal siehst du was so, Neues. dein Mann, der war so ein bisschen verhalten, muss ich sagen. Der war so. Das erste Mal da drin. Ja, aber, Das muss ich erstmal so ein bisschen sacken lassen. aber daher- ich finde, man kommt rein und man sagt entweder wow, es gefällt mir, oder man sagt, okay, naja, es ist gewöhnungsbedürftig. Aber mir
mir gefällt da, muss ich Aber hier wirklich sagen. die Tür allein, wenn du reinkommst, ja, da ist so eine Filzoptik mit drin. Man mag es. Ich habe erst mal so dran gefahren. gefühlt, ist es aber nicht, ne? Nee, es ist Man mag es oder man mag es nicht, das ist so. Ja. Aber so im Prinzip der erste Eindruck. Also du sagst, man muss sich erstmal gewöhnen, ist was ganz anderes, oder? Ja, vollkommen richtig. Sehr schön. Ja, wir gehen mal kurz rein. Ich darf rein, vielen Dank euch. Viel Erfolg noch auf der Messe. Der andere Philipp, vielen Dank für. So die typischen Fragen, Philipp, die Leute so fragen ja bei dem Modell. Wann ist er lieferbar, oder? Ja, absolut. Und mittlerweile nicht mehr einschätzbar gefühlt. Okay, bei allen. Und wann ist er lieferbar? 2 Jahre? Ich vermute mal fast, dass wir im Moment sagen 24. 24. Aber das ist ehrlich, muss man ehrlich sagen. Wenn es schneller geht, dann umso besser. Es gibt aber eine Lösung. Wenn man bestellt, kriegt man auch einen. Wenn man nie bestellt, dann wird es Dann hat man 25, Pech. 26. Die Preisgarantie, wenn ich jetzt bestelle, bleibt der Preis? Oder ist da so eine Gleitklausel? Habt ihr die drin? Oh, da bin ich gerade im Moment überfragt. Ist Muss nicht ich so ganz schlimm. ehrlich sagen. Ja, das ist nicht so schlimm. Also das ist hier mit drin. Ich kenne euch ja noch nicht so gut, muss ich sagen. Gefilmt immer im Freistaat, muss ich sagen. Da stehen viele. Aber wow, ganz ehrlich, Philipp, ich bin ganz weg, wenn ich jetzt hier reingucke. Das hat nichts mehr zu tun mit Standard, oder? Ja, richtig, genau. Der Raum öffnet sich ganz anders. Also das ist ein konsequent gestyltes Fahrzeug, sage ich auch mal, was jetzt viel moderner, schnörkelloser wirkt, wo man sich Das auch ist- wohlfühlt. Das ist sensationell. Ja, freut mich, dass es dir gefällt. Ey, jetzt ohne Mist, ich habe ja mal den vorher gesehen, diesen kleinen Smooth. Ja, genau. Der war ja schon nicht schlecht, muss ich sagen. Aber das hier, das ist ja ganz anders wie alles andere. Ich glaube, das wolltet ihr, oder? Ja, war Absicht. War Absicht. Ich habe jetzt alles erwartet, aber nicht, dass sich der Raum so weit öffnet. Wir haben keinen Slideout, oder? Nein, das haben wir nicht. Und der öffnet sich ja auch durch diese geraden Möbelfronten. Wir haben diesen schönen breiten Durchgang. Wir haben diese tolle Face-to-Face-Sitzgruppe. Auch den Tischfuß selbst, den können wir verschieben, um halt einen schönen Durchgang zu haben. Ach so, ihr könnt den Fuß selber verschieben. Ja, natürlich, genau. Den können wir jetzt auch in die Raummitte schieben, ne? Und ganz variabel. Wir können den ausklappen, wir können den drehen und wie man es halt haben möchte. Ne? Oder wenn man jetzt, wir können jetzt auch mal schön gegenübersetzen. Darf ich dir mal ein großes Kompliment machen? Ihr seid einer der ganz wenigen Hersteller, die mal auf Stauräume an der Seite verzichtet haben, ja, weil ganz viele sagen, die kann man nicht weglassen. Das ist so gesetzt, das ist ein Gesetz der Liner-Klasse. Hier oben müssen Stauschränke sein und du hast gesagt, ey, wir lassen sie einfach mal weg, oder? Es ist so herrlich. Im Grunde hat es unser Chef gesagt, der Hubert Brandl, der ist ja da federführend im Design, aber ja, kommt sehr gut an. Und wir haben ja trotzdem tiefe Stauräume, wenn man die auch sieht. Also sie sind besonders tief. Wir werden noch ein Zwischenregal reinziehen. Das sind jetzt also Prototypen-Sachen. Ne? Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, da mal den Arm mal gerade reinhältst. Man kann sich das gar nicht vorstellen, was so dunkel ist. Du kannst da komplett drin schlafen fast, oder? Ja. Es ist wahnsinnig tief. Dann die Fronten. Ihr habt ein durchlaufendes Furnier hier vorne gewählt. Das kennt man so, ich sag mal, von so Fahrzeugen wie Vario Mobil und Co., die das ja oft da Wert drauf legen. Oder das ist großes Kino. Genau, das ist unsere Walnussoptik. Wir haben noch eine zweite Holzfarbe und es ist tatsächlich Echtholzfurnier. Und wir inszenieren das natürlich auch nochmal mit das Material an sich, mit diesen Spots. Schön aufgeräumt, keine Chromapplikation. Und hier zählt einfach die Oberfläche, das Material, was sich gut anfühlt Wow, hier und nochmal drin Stauraum hat. voll Korpusmöbel mit drin. Das Ganze hinterbelüftet natürlich. Natürlich, ja. Du siehst hier die Optik, das ist glatt hier drin. Also das heißt, man kann hier so ein bisschen drüber fahren. Es ist so eine textile Optik, das sieht man hier drin. Und das Besondere ist natürlich diese Face-to-Face-Sitzgruppe in der Lederfarbe, wo andere sich mal schwer überlegen würden, ob sie sowas reinmachen würden. Aber im Gesamtensemble ist das hier fast ein Kunstwerk. Ja, danke, immer gern. Ich habe sowas noch nie gesehen. Es ist auf der ganzen Messe, finde ich, keinen Aufsteller, der sowas hat. Und jetzt kommt es ja noch viel besser. Ihr habt eine Designerküche eingebaut, Genau, ja, die so abgefahren ist, richtig. so gerade, so, weißt du, nicht so schnörkeln Genau. hier und da. Und du hast den Durchgang hier. Ich zeig das mal gerade. Philipp, wenn du mal gerade durchgehst, sag mal Ja, gerade so lieb. genau. Und wir, auch gerade zum Thema Küche. Wir haben ja auch, die sieht nicht nur gut aus, wir haben sehr viele Funktionalitäten. Man kann den Backofen wählen, daneben einen Geschirrspüler. Wir haben hier auch eine schöne Geschichte mit dem Dunst. Nochmal bitte, was hast du gemacht gerade? Ich habe hier über die Schalter gewischt. Aktiviert. Und dann aktiviere ich quasi das Tastenfeld und ich kann jetzt hier die Dunstabzugshaube rausfahren lassen. Ist auch eine Eigenentwicklung von uns. Ja.
wenn man kochen möchte. Natürlich hier im Prototyp fehlt noch der 40x40 die Dachluke. Da kann man auch einen Frischluftventilator wählen, aber das ist natürlich nochmal so was Besonderes. Hier noch das Licht einschalten. Das finde ich natürlich toll. Das heißt, wenn du schläfst, die Lampen, die nerven dich nicht. Du siehst ja nachts alles. Genau. Das ist ja. Aber guck mal hier, die Fronten, sie sind komplett gerade. Du hast hier den ich sag mal, Backofen. Das ist ein Tedford? Nee, oder? Da muss gerade selber, das ist ein Dometic. Nee, Dometic. Entschuldigung. Ein Tedford. Das ist der Tedford, aber ganz anders gedacht. Genau. In einer ganz anderen Designsprache. Richtig, fügt sich da in diese glatte Oberfläche perfekt ein. Und hier haben wir große Auszüge. Hier wäre noch ein Geschirrspüler, sag ich mal, auch optional möglich. Hier haben wir extra so ein Aufbewahrungssystem über die Stäbe. Die kann man dann auch das Geschirr einklemmen. Hier zu sehen. Auch sehr viel Stauraum. Optional sogar eine Kühlschublade, Kompressorkühlschublade möglich. Dann Nein, ehrlich. wäre auch möglich. Dann könnten wir den Kühlschrank, der sich hier versteckt, dann abwählen sogar und hätten da einen zusätzlichen Kleiderschrank. Darf ich mal ganz kurz ein Detail sagen? Ihr habt eine Riesentür, ihr habt die verspannt, Richtig. denn das ist das Mittel der Wahl, dass man keine Profile extra und trotzdem habt ihr draußen noch ein Profil. Diese Verspannung, die siehst du mittlerweile überall, kommt aus dem professionellen Möbelbau und die kann man nachspannen. Also wenn da irgendwann mal irgendwas sein sollte. Da war es schon mehr als ich, genau. Aber Ja, man kann es hier oben öffnen, da ist ein kleines Rädchen drüber und dann kann der Profi, wenn mal irgendwas sein sollte, die entweder entlasten oder nach. Ich habe das erklärt bekommen von einem Schreiner, der hat mir das ganze System mal erklärt, wie es wirklich klasse, drin ist. ja. Du bist so Insider schon. Ja, sorry. Weil unsere Idee ist hier, dass wir die Optik nicht stören vom Wohnraum durch eine offene Kühlschrankoberfläche. Und der ist jetzt schön kaschiert hier und damit vergrößert man auch den Wohnraum, ne, von der Optik her. Ne? Philipp, ich darf dir noch mal ein Kompliment machen. Es ist eines der schönsten Wohnmobile hier auf der Messe. Es ist wirklich, also ich habe ja eins gefilmt, der EF Design Award von Dan Bell. Das wirklich, ich weiß nicht, ob du mal reingeschaut hast. Nee. Andere Sache, in Kupferoptik. Okay. Guck dir mal, wie schön das hier ist mit dem Schrank. Das ist nicht so dieses altbackene Gläserhalter, die keiner mehr haben möchte. Ihr habt das hinter einer Rauchglasscheibe gemacht. Genau, ja. Ich bin total weg. Und hier natürlich auch nochmal eine Mikrowelle oder halt nochmal ein Kleider oder ein Fach, was möglich ist. Aber dann nutzen wir halt auch viel funktionale Sachen. Warte mal, darf ich noch mal, bitte mach den Kühlschrank noch mal auf. Ja. Ihr habt den Tower von Dometic, habt ihr teilintegriert. Das heißt, ihr habt wirklich hier vorne, das geht ja normal gar nicht. Also da muss man tüfteln. Ja, das stimmt, ja. Aber das war es uns wert und das macht auch dieses Gesamtkonzept dann auch am Ende aus. Ne? Man, der ist ja so schon schön, aber wenn er zu ist, und guck mal hier die glatte Möbelfront, die drauf ist, das wirkte unglaublich schön. Genau. Hier haben wir die Raumtrennung, die braucht man ja, ne, für das Raumbad dann. Ne? Wie Glas? Ein Rauchglas. Ne? Echtglas, Philipp? Ja, Echtglas natürlich. Die verriegelt dann auch, wenn ich den Motor starte, elektrisch, sodass nichts passiert, wenn man fährt. Dann kommen wir hier zu unserer gerade angesprochenen tollen Dusche, die wir selbst kreiert haben. Kein aufgesetztes Zukaufteil, sondern hier mit einer ebenerdigen Duschtasse aus Mineralwerkstoff sogar. Dann diese Betonoptik, die wir da mit drin haben, auch moderne. Jetzt mal eine kurze Frage. Das ist jetzt kein Prototyp, der in 10 Jahren irgendwann kommt. Man kann so ein Auto kaufen. Ja, und im Oktober haben wir tatsächlich das erste Serienfahrzeug diesen Jahres schon beim Handel stehen. Und ja, können alle gerne dann bei unseren Händlern besichtigen. Hier kommt zum Beispiel noch eine Duschstange hin für die Brause. So ein paar Details ändern sich noch. So, du sprichst schön rheinländisch. Du kommst woher eigentlich ursprünglich? Ich komme aus Mülheim an der Ruhr. Ja, man hört so ein bisschen, ja. Das ist so da. Ihr selbst seid ja direkt in der Nähe von Koblenz, Richtig, sehr zentral in Deutschland. Ja. Kann man viele Fahrzeuge bei euch sehen in der Ausstellung? Ja, aktuell schwierig, auch keine große Ausstellung da. Ne? Wir haben die Lieferterminsituation, ist ein bisschen kritisch aktuell. Und ja, Priorität haben momentan die Endkundenaufträge, die wir bauen. Und ja. Das sind Schränke? Wir haben einen zweiflügigen Kleiderschrank. Nein. Und, ja, mit den Auszügen hier. Den kann man auch anders konfigurieren mit einer Hosenaufhängung oder ja. Das ist ja quasi wie zu Hause. Das ist. Bitte nochmal öffnen. Ich kann mich gar nicht. Das sind Auszüge, wie du sie kennst, also von namhaften, ich sag mal, begehbaren Kleiderschränken, die du hier drin hast. Bitte mal einen ausziehen, Ja, denn die gerne. Frauen, die werden jetzt alle schreien und sagen, auch die Männer, endlich mal genug Platz für BHs, für Unterwäsche, für Schuhe, für was weiß ich und das Ganze 4-mal. Das ist groß, Philipp. Ja, finde ich auch. Ja. Beleuchtet das Ganze natürlich. Genau.
Die Aufbauqualität, ist die gut bei euch? Sehr gut, ja. Wir bauen ja so, dieser Boxaufbau, der Flair, der wird ja so aufgebaut schon von der Technik her, von der Isolation her mit einer 43er Sandwichwand, Two-Sided Aluminium, mit Styrofoam, holzfrei natürlich, winterfest, großer Doppelboden. Ich kann dir gleich mal die Luke mal anheben. Das da siehst du mal, ist auch eine Besonderheit. Die meisten kannst du nicht öffnen, die Fahrzeuge. Bei euch? Damit du mal die Materialstärke siehst. Das Okay. ist dann auch tatsächlich so der Aufbau von der Seite. Ich darf mal kurz schauen, da ist zweimal Alu, das Sandwich, oder? Ja, genau. Innen- und Außenhaut aus Aluminium, da sagen wir Two-Sided Aluminium Sandwich und das Kernschichtmaterial aus hochgeschlossenem PU-Schaum, ja, was da halt sehr gute Isolationswerte hat. Und diese Sandwich-Bauweise hat eine unglaubliche Knickfestigkeit. Ne? Und dadurch haben wir so einen sehr verwindungssteifen Boxaufbau. Also ein Fahrzeug, so ein langes Fahrzeug, das dann wirklich fest während der Fahrt quasi verwindungssteif fährt und nicht durchknarzt, sag ich mal. Ne? Ich habe das Gefühl, dass ihr laufend an euch arbeitet. Das hier hat ja gar nichts mit dem zu tun, was ich vor 2 Jahren in Bayern gedreht habe. Ja. Klar, da stand schon der Ice Move, der war schon sensationell, aber das war ein anderes Konzept. Und viele gehen ja hin, stellen so Fahrzeuge vor und schaffen sie wieder ab, weil der Markt sie nicht angenommen hat. Ihr seid die einzigen in dem Segment, die so bauen, wie eine, ich sag mal, Designerwohnung, eine Architektenwohnung, darf ich das sagen? Ja, darfst du sagen. Also wir haben ja da auch mit dem Ice Move uns mal was getraut, wirklich dieses konsequente Design und war natürlich auch ein bisschen ein Experiment, wie nimmt der Markt das an? Und die Resonanz war so gigantisch, dass wir gesagt haben, komm, jetzt fühlen wir uns auch so mutig, das auch für unser Flaggschiff zu übertragen. Ne? Und Ja, hier natürlich nochmal auf eine andere Ebene gehoben, ne? Hier mit diesem Designwaschbecken und anderen Features. Hier haben wir das Thema Abtrennung zum Schlafraum. Da haben wir hier eine Milchglasfläche, die man tatsächlich, das ist auch noch so ein schönes Gimmick, auch auf durchsichtig schalten kann. Und es ist ja da die, wenn ich jetzt nicht den Messemodus drin... Ah, okay, das muss ich gleich präsentieren. Wir haben die Lichtschalter auf Messemodus programmiert. Achso, dass Das die heißt, so ich bleiben. kann ich jetzt gar nicht an- und ausmachen. Sag mal, du kannst diese Wand hier durchsichtig machen. Genau, per Knopfdruck. Und dann öffnet sich der Raum noch mehr. Das ist ja so der Grundgedanke bei dem Konzept, dass man einfach ein Fahrzeug hat, was nicht so nach... Ist da noch was dahinter, hinter dem Platzer? Ja, genau, richtig. Pushlocks? Ja, wir haben einen Okay. Kosmetikschrank. Das ist noch, hier kommen natürlich noch so Gummibänder rein, dass man Nicht rausfällt. das nicht rausfällt, dass fixiert wird. Das sind noch so Details, die jetzt dann bis Oktober noch sich ändern. Ich darf mal ganz kurz hier reinschwenken. Ja. Ihr habt eine Festhangtoilette. Das ist wie im Bootsbau mit Sog natürlich mit drin. Soll ja nicht riechen. Richtig, ja. Die ist bei der Festhangtoilette direkt hinter der. Die hört man dann auch direkt, wenn die Brille hochgeschlagen wird. Wenn ihr arbeitet. Genau. Wie wird der Raum denn abgetrennt? Das ist die Duschtür, die du rüberschiebst, oder hier bei dem hier? Genau, einmal die Quertür und Okay. die Duschtür, du kannst jetzt tagsüber, wenn du jetzt keinen Blick drauf werfen willst, die kaschieren, ne, sag ich Ja. mal. Aber für den Toilettengang haben wir dann hier diese Trenntüren, auch wie bei den anderen Kollegen auch, die man dann machen muss, damit man Ach, du hast ein Raumbad dann. das war so ein Raumbad dann für uns haben. Ne? Wenn ich jetzt ganz alleine auf dieses Klo gehen möchte, Ja. dann schiebe ich einfach die Duschtür rüber, ne? Quasi. Dann wird es nur ein bisschen eng, ne? Das ist nicht dafür gedacht. Ah, okay. Das heißt, die das Beine... Richtig, genau. Das Okay. ist im Grunde so ein offenes Raumbad, ne? Wie wir es so Ihr habt oft ja- vorfinden im Liner-Bereich. Ihr habt ja viele so Schiebekleiderschränke habt ihr vorher geplant. Ja. Die sehe ich jetzt hier gar nicht. Die brauchen wir auch nicht bei dem Konzept hier, oder? Was meinst du mit Schiebe? Ich habe mal gefilmt, so einen Kleiderschrank, den du rausschieben kannst zur Dusche. Ich weiß nicht, ob du das Film hast. Kleiderschrank. Was man auch ausprobiert. Das hat aber jetzt hier noch nicht Einzug erhalten. Aber guck dir mal an, also allein die ganzen Möbelfronten, die hier drin sind, das ist so eine cleane Optik, so ein cleanes Design. Dann finde ich auch diese Filzoptik hier, klar, die werden jetzt wieder in 15 Jahren sagen, mein Gott, was waren das für Idioten 22, aber das ist doch totschick. Das ist wirklich auch zeitlos, denke ich. Ne? Also das kann man sich das neutral, nicht übertrieben. Und man hat natürlich auch so ein Akustikthema, ne? Weil das sind tatsächlich Akustikschallplatten. Ne? Echt? Ja, natürlich, die kommen aus dem Akustikbau, die schlucken auch den Schall, ne? Und isolieren zusätzlich nochmal zu der Seitenwand. Aber was ist das denn hier? Schubladen? Genau, wir haben hier nochmal Schubladen drin, die man ausziehen kann. Da nutzen wir natürlich jede Ecke und unsere Kunden lieben das, Stauräume zu nutzen. Hier kommt noch so ein Wäschesack rein, dass man dann den tatsächlich aus der Heckgarage auch wieder rausziehen kann.
Sag mal, das Bett, die Breite vom Bett? 2 Meter? 2 Meter, genau. 2x2. 2x2, richtig. Und hier im Eingang dann ein bisschen weniger. Wir konnten jetzt gegenüber dem Vorgänger auch nur mit einer Stufe einsparen. Jetzt sind wir ein bisschen niedriger mit dem Bett. So ist der Zugang auch schon mal etwas bequemer und auch der Zugang etwas breiter. Wow, ich bin echt geflasht. Weil ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist auch, es fühlt sich wirklich an wie so praktisch ein Top-Notch-Hotelzimmer so ein bisschen. Ja, stimmt, ja, genau. Wir haben auch bei dieser Heckwandverkleidung, die kriegst du natürlich auch noch in anderen Optiken. Da haben wir noch 2 Grüntöne oder einen Beige-Ton, so wie der Kunde dann möchte. Und wie gesagt, auch die Holzklappen, die gibt es auch noch mal in so einem gebeizter Eiche. Kann ich dir gleich auch gerne zeigen, wenn du Interesse hast. Was ich schön finde, ist natürlich, dass alles so zweckmäßig, weißt du, das ist so wie in so einem Designhotel, das könnte in Köln sein, in so ein Arthotel, weißt du, Ja. was irgendwie drin ist. Jetzt kann ich auch verstehen, dass viele erstmal, wenn die hier reinkommen, dann so denken, mein Gott, ich hatte ja noch den Flair, den 2006er, das ist ein ganz großer Wechsel, den ihr hier vollführt. Gibt es ja noch die alten, ich sag mal alten Farben, gibt es auch noch die alten Grundrisse? Wir haben jetzt tatsächlich eine Generationsumstellung. Ne? Wir hatten jetzt, das ist im Grunde die neue Generation und der löst den Vorgänger ab. Und den gibt es jetzt auch nur in diesem Design. Ja, das muss man einfach können, muss sagen, hier ich bin, aber die Gefahr ist, ihr zieht jetzt viele Leute ab. Also die das hier sehen, vielleicht eine Kaufentscheidung kurz davor haben. Gab es das schon hier auf der Messe, die gesagt haben, ich kaufe einen Niesmann jetzt? Ja, natürlich, ja. Also wie der Kollege auch schon gerade sagte, wir haben ja jetzt die Bauplätze im Juli an die Händler gegeben für nächstes Jahr und da zeichnet sich jetzt auch ab, dass die jetzt bald alle ausverkauft sind. Und dann rutschen wir direkt auch ins nächste Modell. Ja. Was ich ja toll finde, die Luftausströmer, die überall drauf sind. Das heißt, wenn man jetzt eine Klimaanlage hat, habt ihr da auch ein System entwickelt oder dass es so ein bisschen anders ist? Oder? Die Luftausströmer? Ja. Hier oben, da waren jetzt, es kann auch was ganz anderes sein. Das sieht so aus wie Luftausströmer hier oben. Das ist sag ich mal, so eine Art Dachpilz. Wir haben ja so eine Zwangsentlüftung, die notwendig ist, weil die haben wir hier mit reingebaut. Sonst ist die immer standardmäßig in diesen Dachfenstern drin. Und die haben wir aber schön verkleidet. Die sehen natürlich jetzt nicht so schön aus, wenn die auf dem Deckenhimmel, auf dem dunklen, dann mit dem beige Plastikton dann hervorscheinen würden. Und dafür haben wir dann diese Zwangsentlüftung in so Lüftungspilzen hier integriert. Boah, ihr habt echt an Eis gedacht. Ja. Es ist, ich muss dazu sagen, ich habe die ja gefilmt habe ich ja eben schon erzählt, Genau, ja. Und ich hätte jetzt alles gedacht, aber nicht, dass ihr quasi Ice Move 2.0 Genau. auf 7,5 Tonnen baut. Das ist toll. Komm, wir gehen mal schnell raus, lassen die anderen mal rein, die wollen alle rein. Habt ihr noch ein Fahrzeug so ähnlich hier stehen? Ja, oder? wir haben noch ein zweites Fahrzeug in einer anderen Konfiguration. So, dann gehen wir schnell raus, da können die anderen nach hinten, denn es gibt viel zu sehen hinten. Das ist hier oben allein schon hier dieses Designelement. Das sind noch Prototypen, die wir sehen. Das heißt, alles wird natürlich noch ein bisschen perfekter Ja, werden. ein Feinschliff natürlich. So, Ja. da, bitte. Wir haben zum Beispiel so Sachen jetzt wie, dass der Waschtisch noch höher kommt oder die Spüle etwas größer gemacht wird. Also da werden viele Details noch angepasst. Aber macht schon einen guten Eindruck, den wir dann hier schon mit dem Prototypen haben. Sagen, ja. Fahrzeugbreite 230 oder? 239 dann von Außenkante Radkasten links und rechts und Aufbauhöhe 3,35 Meter. Also, selten, dass mich ein Fahrzeug so geflasht hat wie dieses hier. Das ist der neue Flair 920 und wie ihr eben erfahren habt, es gibt nichts mehr anderes. Ja, das ist die neue Optik, da müsst ihr euch dran gewöhnen. Aber es ist ein Approach, wo ich ganz ehrlich sagen muss, da waren bestimmt schon Wettbewerber da, die haben da mal reingeguckt, ja, oder? Klar, das ist die Neuheit dieses Jahr und alle haben uns auch besucht, klar, man kennt sich ja. Philipp Komas, ja, von Niesmann und Bischof aus Polch. Und das Ganze kann man sich demnächst beim Händler anschauen. Die ersten Händler kriegen die wann? Im Oktober. Wir hoffen, dass bis Mitte, spätestens Ende Oktober dann jeder Händler einen Musterwagen stehen hat. So, der zweite mit der schönen Ausstattung steht Ja, wo? dann musst du gerade mir folgen, dann gehen wir Warte. gerade hier rüber. Genau, aber nur kurze Anmoderation. Wir machen ein extra Video darüber, weil das ist so gut, dass wir es zeigen müssen. Sag mal, ist der höher, der hier? Nee, das ist genauso hoch. Aber der wirkt viel höher. Weil er, Ja, weil wir jetzt auf das Heck schauen und wir haben ja vorne die Front, die ist ja auch, sag mal, automotiv gestaltet. Dadurch wirkt das Fahrzeug nicht so hoch. Aber die Heckwand, wenn man frontal drauf schaut, sieht man natürlich die Höhe dann auch von dem Fahrzeug. 3,35 Meter. liebe Wettbewerber, und ich kenne sie ja fast alle mittlerweile, ja, ihr könnt euch warm anziehen, denn das Designerhotel hat Einzug gefunden und ich bin mal gespannt, wie die anderen darauf reagieren. Das automotive Heck
Alles ganz krass. Und hier ein weißes Fahrzeug, das werden wir schauen, der Flair 920. Der andere heißt Flair auch 920? Auch 920, nur anders konfiguriert. Wir haben noch ein Fahrzeug, eine andere Bezeichnung, 880, Flair 880, der ist dann 40 cm kürzer. Aber sonst von der Aufteilung identisch. Ja, vielen, vielen Dank, Philipp. Da ist er, der Stand von Niesmann und Bischoff. Und da sieht man auch schon mal das reduzierte Standdesign. Das ist auch neu, der Stand hier? Ja, tatsächlich, genau. Wir haben jetzt ein neues Standkonzept, sind ein bisschen kompakter unterwegs und ja, und klar und modern. Krass, also ich bin ganz beeindruckt. Vielen Dank fürs Einschalten. Also, liebe Zuschauer von German Television, ja, schaut euch das Ganze an. Wir haben es mal wieder und wir haben jedes Fahrzeug nochmal en Detail gefilmt, werden das zeigen und vielleicht gibt es ja diese Sofas demnächst auch zu kaufen bei Niesmann und Bischoff. Ja, danke. Tschüss.